Pedo Lake. Sehr abgelegen. Das ist kein Kamerafilter. Das Wasser sieht wirklich so blau aus. Es gibt irgendeine Art Mineral im Wasser, das es so blau macht. Die dunkelblauen Flecken sind Schatten der Wolken. Kaum zu glauben, dass das echt ist. Wir befinden uns im Banff National Park im westlichen Teil Kanadas. Es gibt viele Dinge hier zu sehen oder zu tun. Also, lass uns ein bisschen herumsehen, um herauszufinden, welche interessanten Sehenswürdigkeiten wir hier finden können. Das hier ist Lernen und Fahren. Fangen wir an mit Bow Lake. Hier in den Rocky Mountains gibt es viele schöne Seen und natürlich Tausende von Bergen. Es wäre unmöglich, alle Seen und Berge zu betrachten. Aber wenn man durch den Park fährt, hat man viele Gelegenheiten anzuhalten, um die Aussicht zu genießen. Hinter mir ist der Crowfoot Gletscher. Das Wasser dieses Gletschers fließt in den Bow River. Dieser Fluss fließt bis nach Calgary, etwa 200 Kilometer von hier und darüber hinaus. Wir sind tief im Wald, mitten im Park. Wir fahren in Richtung Südosten, nach Banff. Der Ort Banff ist das Herz des Parks. Aber das gesamte Gebiet bietet viele Möglichkeiten zum Wandern, Mountainbiken oder um einfach nur die Aussicht zu genießen. Lass uns fortfahren. Das hier ist Bankhead, oder zumindest was davon übrig ist. Die ganze Siedlung war einmal ein Kohlebergbaubetrieb. Die Canadian Pacific Railway benötigte eine Menge Kohle. Aus diesem Grund wurde diese Siedlung gegründet. 1922 wurde die Siedlung aufgegeben. Die Nachfrage nach Kohle war stark zurückgegangen und die Siedlung hat einfach kollabiert. Im Jahr 1930 ordnete die Regierung an, dass im Nationalpark kein Bergbau mehr betrieben werden sollte. Und so ist es auch heute noch. Heute gibt es nichts mehr als Ruinen, um die Stelle zu markieren. Die Regierung hat die Siedlung in ein Museum umgewandelt. Man kann hier wandern, um diese Ruinen zu betrachten. Kohle? Eine Menge Kohle. Sie haben es einfach zurückgelassen. Komisch. (1910) lebten hier fast 1000 Menschen. Etwa 500 von ihnen arbeiteten in der Mine. Diese Arbeit war hart und gefährlich.
Dieser Ort ist ganz leise und ruhig, aber auch irgendwie einsam. Ich gehe jetzt. Endlich kommen wir in Banff an. Die Vermilion Lakes sind daneben und die sind auch wunderschön. Man kann mit einem Boot fahren oder vielleicht sogar schwimmen gehen, obwohl das Wasser sehr kalt ist. Ich fahre lieber in die Stadt, weil es dort eine Menge zu tun gibt. Lass uns dorthin fahren und sehen, was wir finden können. Banff ist bei Touristen sehr beliebt. Es gibt viele Hotels in der Nähe, wo man übernachten kann. Hier kann man wandern, Bergsteigen, Fahrrad fahren oder sich nur entspannen. Zuerst musste ich in eine gewisse Höhle gehen. Wir befinden uns in einer Höhle. Man kann da oben Sonnenlicht sehen, aber wir sind tief unter der Erde. Das Wasser hier ist ganz heiß und es riecht nach Schwefel. Das ist ja stark. Wenn man Angst vor den Tiefen hat, dann sollte man diesen Ort lieber vermeiden. Das Wasser fliegt aus dem Berg ganz warm und es riecht nach Schwefel. Es ist eine natürliche heiße Quelle. Jetzt sind wir hier oben. Man würde nie vermuten, dass man direkt über einer Höhle steht. Lass uns ein bisschen spazieren gehen. Schöne Aussicht. Im Jahr 1883 haben 3 Männer diesen Ort entdeckt. Sie haben ein kleines Haus hier gebaut und haben die heiße Quelle beschützt. Sie wussten, dass die heiße Quelle wertvoll wäre und sie hatten recht. Es war eine Zeit ohne moderne Sanitäranlagen, also natürliches heißes Wasser war für sie ein Wunder. Es ist sehr friedlich hier. Mehr Schwefelwasser. Die Regierung war sich einig, dass dieser Ort geschützt werden musste. John A. Macdonald, der damalige Premierminister, hat angeordnet, dass die gesamte Region geschützt werden sollte. So wurde der erste Nationalpark in Kanada gegründet. Im letzten Jahrhundert ist der Park erheblich gewachsen und im ganzen Land wurden viele weitere solcher Parks eingerichtet, um die natürliche Schönheit zu schützen. Es gibt ein weiteres Wunder in Banff, das ich sehen will. Und es ist nicht weit von hier entfernt. Lass uns fortfahren. Das hier ist Bow Falls und der Bow River.
Wir sind 100 Kilometer von Bow Lake entfernt, am Anfang dieses Videos. Das Wasser in diesem Fluss kommt aus dem Bow Lake. Er fließt nach Südosten in Richtung Calgary, etwa 100 Kilometer von hier entfernt und darüber hinaus. Ich denke, wir können ein bisschen näher kommen. Das Wasser ist hier eiskalt. Schwimmen ist nicht zu empfehlen. Es ist aber sehr schön. Das Wasser sieht wütend aus. Man kann von hier oben die Macht dieses Wassers spüren. Kaum zu fassen, dass dieser Fluss mehr als 500 Kilometer lang ist. Dieses Wasser wird zur Bewässerung verwendet, weit weg von hier. Es besteht die Möglichkeit, Wildwasser fahren zu gehen. Ich aber nicht. Übrigens, dort oben ist das Banff Springs Hotel. Weltberühmt. Unglaublich gemütlich, aber auch unglaublich teuer. Ich fahre jetzt ab. Es gibt in der Nähe so viele Aussichtspunkte wie diesen hier. Ich wünschte, dass ich alle zeigen könnte. Aber das wäre in einem einzigen Video unmöglich. Die Innenstadt von Banff ist ziemlich schön. Es gibt immer viele Touristen und Besucher aus anderen Ländern. Banff ist in der Tat eines der beliebtesten Reiseziele in Kanada. Und das aus gutem Grund. Nicht viele Städte in diesem Land haben eine Aussicht wie diese hier. Dieses Video zeigt nur einige der Sehenswürdigkeiten, die der Banff National Park zu bieten hat. Man könnte ein ganzes Leben lang hier erkunden und trotzdem nicht alles sehen. Ich weiß das aus meiner eigenen Erfahrung. Im Winter gibt es andere Möglichkeiten, zum Beispiel Skifahren. Aber meiner Meinung nach ist der Sommer die beste Zeit für einen Besuch. Ich hoffe, dass dieses Video interessant war. Bitte schreiben Sie in die Kommentare, ob Sie schon einmal in Banff waren oder ob Sie planen, jemals hierher zu kommen. Das war es für heute. Bis zum nächsten Mal. Das hier ist Lernen und Fahren.